Herzlich willkommen auf dem YouTube-Channel von EMTB News. Heute hier ein brandneues Rad, ihr seht es schon vor mir, das Orbea Rise. Okay, was heißt hier brandneu? Das Orbea Rise kam 2020, das war das erste Leit-EMTB der Spanier und hier haben wir die dritte Generation. Das heißt, das Bike ist komplett überarbeitet. Ihr seht schon, der Rahmen ist komplett neu, das Design ist neu. Es erinnert mehr an das Biobike, das Occam, und genau da will es eigentlich auch hin. Es ist ein Rad mit viel Federweg, aber auch mit wenig Federweg. Weil zum ersten Mal gibt es das Rise in einer SL-Version, also Super Light, und in einer LT-Version, das heißt Long Travel. Das Rad vor mir hier ist die LT-Version. Was ist neu an dem Rad? Neu ist, ihr seht schon, das Design. Hier wurde geklotzt und nicht gekleckert, also sprich, wir haben hier einen komplett neu designten Carbonrahmen, der steifer ist als die Vorgängerversion, optisch neu ist. Wir haben einen Steg im Rad, dass das Ganze nochmal steifer wird. Wir haben einen fest verbauten Akku, da bleibt sich Orbea treu, aber es gibt auch neue Akkus. Komme ich ein bisschen später dazu. Bleiben wir noch ein bisschen beim Design. Die Kettenstreben sind höher und steifer. Die Dämpferanlenkung ist 3D geschmiedet, ist aus Aluminium, ist aber auch ein bisschen verstärkt, hat verschiedene Kästels innen drin, die es so ein bisschen steifer machen. Ansonsten bleibt das Rad natürlich ein Rise. Okay, kommen wir zum Thema SL und LT. Das SL, das will ich nur ganz kurz abhaken, weil wir hatten es quasi nicht im Test. Aber beim SL ist total spannend das Gewicht. Wir haben einen etwas reduzierten Federweg, 140 mm an der Front und 140 mm am Heck. Und in der Top-Version hatten wir es hier an der Waage mit 16,6 Kilo in M. Das ist für ein Light Assist EMTB, was aber nicht mehr ganz Light Assist ist, aber da komme ich auch ein bisschen später dazu. Ein Megagewicht, sprich wir sind deutlich unter den 20 Kilo und ich glaube, es gibt... Das ist eher ja ein Trailbike. Es gibt aber motorlose Trailbikes, die nicht viel leichter sind. Hier haben wir aber einen Motor mit drin. Okay, kommen wir zum LT, Long Travel Version. Da haben wir 160 mm an der Front, 150 mm am Heck. Full 29, das heißt vorne und hinten 29 Zoll Laufräder. Okuo Laufräder sind hier verbaut. Das, was ihr hier vor uns seht, also das Modell ist das M-Team, das ist das hochwertigste, was es gibt, kostet 11.000 €, startet aber bei 7.000 € das Ganze hier. Und man kann es natürlich, ihr seht das ja auch, die Farben hier, das Rad ist sehr bunt, hat einen Keuldämpfer. Man kann es über MyO quasi individualisieren. Jeder, der Orbea kennt MyO. Das ist quasi sagen wir mal, ein Konfigurator, ein hauseigener Konfigurator, indem ich mein Rad, was ich bestelle, konfigurieren kann. Aber nicht nur Laufräder, Lenker, Griffe, Suspension, sondern auch das Artwork, also sprich die Farben. Ich kann aus einem verschiedenen Farbkastensystem jeweils 2 Farben miteinander mixen. Das Ganze kann ich in Glossy machen, das Ganze kann ich in Matt machen. Dann kann ich die Decals, die Farben der Schriftzüge kann ich auch noch auswählen und damit habe ich die Möglichkeit, ein wirklich total individuelles Rad zu bauen, was mir persönlich total gefällt, weil ihr kennt ja mein Background aus der Zeit als Grafik- und Produktdesigner. Ich gucke extrem nach Farben und ich gucke natürlich danach, wie sieht das Rad aus. Optisch taugt mir das Rad sehr. Wie sie es gefahren hat, ein bisschen später. Jetzt noch ein richtiges Highlight an dem Rad, nämlich wer das Rise kennt, der weiß, hier ist ein Shimano EP8 RS verbaut. Der RS ist, Kritiker haben immer gesagt, dass der RS-Motor ein gedrosselter EP8-Motor ist. Ist aber nicht ganz richtig. War vielleicht früher so, hier ist es ganz anders, weil hier kommt jetzt der RS Plus. Was macht der RS Plus? Orbea hat irgendwie ein bisschen zugehört und ganz viele Leute haben ja gesagt, oh Mann, verdammt, warum ist hier ein gedrosselter Motor drin, der nur vielleicht 60 Newtonmeter irgendwie sowas leistet, wo man doch einen großen Akku verbauen kann. Also man kann ja im MyO, konnte man bis jetzt schon einen großen Akku auswählen. Bei dem neuen Rise haben wir ein Shimano EP8 RS Plus verbaut.
Der kann, wenn ihr die Regler voll raufdreht, 85 Newtonmeter maximales Drehmoment leisten. Das ist, finde ich, der totale Wahnsinn. Sprich, ihr habt die Möglichkeit, ihr könnt es als Light Assist fahren. Ihr könnt das Rad aber auch als so ein Ding zwischen Light Assist und Full Power fahren, weil Full Power ist es dann auch nicht. Es leistet über den großen Zeitraum der Akkulaufzeit ungefähr in der Spitze 400 Watt, aber eben 85 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das heißt, steile Uphills lassen sich leichter erklimmen mit dem Rad. Das muss man ganz ehrlich sagen. Was muss man noch sagen? Neben dem RS Plus gibt es natürlich auch Akkus, neue Akkus. Wir haben die Wahl zwischen einem 420 Wattstunden Akku. Also der 420 Wattstunden Akku ist in Serie bei allen 3 Modellen verbaut. Man kann aber im Mayo auch sagen, ich will den größeren Akku. Der hat nämlich dann 630 Wattstunden. Wem das nicht ausreicht, für den hat Orbea aber auch noch einen Range Extender. Der ist auch komplett neu entwickelt. Der hat 210 Wattstunden. Das heißt, wenn man das Rad mit dem Maximum an Akku bestückt, dann hat man 840 Wattstunden Akku. Man darf aber eins nicht vergessen. Ist der Range Extender montiert, dann ist der Boost-Modus nicht so richtig Vollgas. Dann reduziert sich die Leistung. Da hat man nämlich sich irgendwie so gedacht, okay, dann nehmen wir die Leistung wieder zurück, dann sind wir wieder beim alten RS so ein bisschen. Und es geht eher mehr um Range und lange Touren. Apropos Touren. Wie fährt sich das neue Rise? Ich würde sagen, es ist eines der besten E-Enduros, die ich aktuell kenne. Es ist sehr playful, es fährt sich sehr agil, es ist leichtfüßig, es hat eine passende Geometrie. Reach ist in Rahmengröße L, 485 mm lang, lässt sich aber auch anpassen für Uphills oder längere Downhills. Und zwar, Achtung, das Rad hat einen Flipchip. Und der Flipchip ist so einfach wie genial. Der ist nämlich einfach am unteren Dämpferauge verbaut. Ich kann mit dem Tool, was am Hinterrad ist, an der Hinterradnabe, kann ich den einfach aufmachen, klack. Und dann kann ich das Rad entweder anheben oder fallen lassen. Wenn ich es quasi reinfallen lasse, dann habe ich das Rad Slack. Und also dann habe ich 64 Grad Lenkwinkel. Und wenn ich es anhebe und wieder zumache, dann habe ich es High. Das ist eher so die Climbing Position, kann man sagen. Oder der Climb Mode vielleicht. Ich habe das Rad sehr viel Slack Down gefahren. Kommt mir total entgegen. Flacher Lenkwinkel, 64 Grad. Das Rad ist passend lang, aber nicht zu lang. Es fährt sich wirklich extrem agil, leichtfüßig und macht eigentlich auf jedem Trail Spaß. Die Uphills machen mehr Spaß mit dem Rad als mit dem alten Rise, muss ich sagen. Aus dem einfachen Grund, ich kann den Motor einfach hochdrehen. In der App, zack, ich will die Power im Turbo-Mode oder im Boost-Mode, heißt es ja bei Shimano, im Boost-Mode Vollgas haben, dann kriege ich 85 Newtonmeter. Das ist wirklich stark, richtig stark. Und da geht nochmal ein dickes Danke an die Ingenieure von Orbea, die das gehört haben und einfach den Leuten, die sich bisher gefragt haben, warum ist das Rad gedrosselt oder die vielleicht eine App benutzt haben, um das Rad zu entdrosseln. Jetzt hier ist es einfach da und wir können es einfach nutzen. So viel zum neuen Rise Gen 3 kann man sagen, weil es ist die 3. Generation. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Rad habt, dann postet es hier in die Kommentare. Wir werden versuchen, das Ganze zu beantworten. Wenn ich irgendwas noch vergessen habe in dem Video, haut es auch in die Kommentare, fragt danach. Alles, was ich weiß, teile ich gerne mit euch. Ihr kriegt die Antworten, wenn ich sie eben passend habe. Ansonsten frage ich Orbea und dann kriegt ihr die Antworten auch. Wie immer am Schluss, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal, weil nur so kriegt ihr die neuesten News. Und naja, am Ende, wie immer, bleibt elektrisch.